English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute für euch eine Amurnatter Elaphe schrenki, also Schrenki in dem Fall. Ganz tolles Terrarientier, tolle Terrarienschlange. Zum einen farblich, ne, schwarz-gelb. Also schwarz läuft immer, würde ich mal so platt sagen. Und mit Gelb drin sieht es natürlich auch richtig toll aus. Vom Halten her ist wirklich eine tolle Terrarienschlange, lässt sich wirklich gut in der Terroristik halten, pflegen, vermehren. Vom Charakter her sind es immer brave, umgängliche Tiere. Ich weiß gar nicht, wieso die Schrenkis, wieso man eigentlich gar nicht mehr so viele in der Terroristik sieht. Ne? Früher waren die mal relativ häufig und mittlerweile ist es eigentlich schon eher ein bisschen eine Rarität, also gar nicht so oft zu kriegen. Hier ein hübsches, adultes Weibchen. Denke ich, wirklich tolles Intro-Tierchen für heute. Unser Thema heute sind die tropischen Landschildkröten. Untertitel: Darf es ein bisschen mehr sein? Aus dem Grund, dass die meisten der tropischen Landschildkröten recht ordentliche große Kavenzmänner werden. Hier mein Einstiegstierchen, gleich das beste Beispiel, so eine Aldabra-Schildkröte, ne, die bis über 1 Meter werden kann. Das sind natürlich mit die größten mit Galapagos die größten Schildkröten der Welt. Deswegen dieser Untertitel: Darf es ein bisschen mehr sein. Da will ich euch die vier typische tropische Landschildkröten vorstellen. Aldabra, Sulcata, Pardalis und Köhlerschildkröte. Ja, auch größenmäßig absteigend: Aldabra, Sulcata, also Spornschildkröte, Pantherschildkröte, Pardalis und die Köhlerschildkröte, Geochelone carbonaria. Das sind heute die 4 Themen. Fangen wir gleich direkt bei der Haltung an. Das Wichtigste, das A und O, ist die Beleuchtung bei den Schildkröten, bei den Landschildkröten. Ne? Egal, tropisch, europäisch, Beleuchtung absolut wichtig. Ihr braucht UV-Licht, ihr braucht eine hohe Lichtintensität, ihr braucht die Wärme unter den Lampen. Und letztendlich führen da nur 2 Wege nach Rom. Entweder diese HID-Beleuchtung, ne? HID oder HQI oder wie immer man es nennen soll. Das sind die, wo man ein Vorschaltgerät dazu braucht. Das ist eigentlich so das Beste, was es an Terrarienbeleuchtung gibt, HID. Allerdings auch am investitionsintensivsten sozusagen. Ne? Also so ein HID-Lampenset, da seid ihr bei ja, mal ganz grob 150, 200 Euro ungefähr mit passendem Reflektor und allem. Oder ihr nehmt die Mischlicht-Variante. Mischlicht braucht ihr kein Vorschaltgerät. Ne? Gibt es hier von Reptiso die Super Sun, ist eine gute Mischlichtlampe. Kommt an die Qualität UV-Licht nicht ganz von den HID ran, aber ist preislich günstiger. Ne? Da seid ihr Lampe mit Reflektor seid ihr ungefähr bei 50 Euro, ne? Also ungefähr 1/3 von der HID-Lösung. Also einiges erschwinglicher. Müsst ihr euch entscheiden, eins von denen beiden Sachen, beziehungsweise nicht unbedingt eins, je nach Terrariengröße, was ihr habt. Ne? Die Schildkröten, über die wir sprechen, die werden groß. Wenn ihr da so ein 2-3 Meter Terrarium habt, seid euch bewusst, dann müsst ihr halt allen im Prinzip mal ganz grob Pi mal Daumen jeden Meter so eine Lampe drüber hängen. Also die Beleuchtung, das A und O bei den tropischen Landschildkröten. Mit der Beleuchtung tut ihr auch die Wärme erzeugen. Ne? Ihr braucht keine zusätzliche Heizung am Tag. Ihr macht alles über diese Lampen. Das Licht in Verbindung mit der Wärme, das ist so, wie es in der Natur auch ist. Und dann habt ihr von der Haltung im Prinzip schon mal das Wichtigste erfüllt, indem ihr die Beleuchtung richtig macht und so, wie ich es gerade gesagt habe, macht. Zum Thema Beleuchtung haben wir ja auch diese Folge gemacht, wo wir ein wenig die Lampen gegenüberstellen. Wir blenden unten die Folge ein, beziehungsweise im Infokasten findet ihr auch den Link. Da könnt ihr nochmal auf die
Beleuchtung speziell euch eine Reptil-TV-Folge dazu anschauen. Für die Wärme am Tag haben wir die Lampen, wie ich gerade gesagt habe. Bei einigen tropischen Schildkröten, also von den 4, die ich jetzt genannt habe, zumindest bei den Aldabras und bei den Köhlerschildkröten, müsst ihr nachts auch heizen, ne, oder je nach Raumtemperatur, aber die wollen nachts auch ihre, ja, sagen wir mal 22 bis 26 Grad. Ne, die Aldabras ein bisschen kühler, da reichen so 22 bis 24. Die Köhler müsst ihr nachts vielleicht gleich ein wenig wärmer halten, 25, 26. Nachts haben sich so Heatpanels absolut als perfekte Heizung erwiesen. Ne? Früher hat man das ja auch mit so Wärmestrahlern gemacht. Mittlerweile tut man auch bei den Schildkröten, wenn er nachts heizt, mit so Panels heizen. Hier gibt es die, das sind jetzt die neuen Reptisu Heat Panels. Ne? Sind jetzt, also das ist die kalte Seite hier, das hier ist die warme Seite. Kann man von oben übers Terrarium drüber machen oder kann man auch seitlich. Die kriegt so knappe 50 Grad Oberflächentemperatur. Ist die perfekte Beheizung für nachts. Und in Verbindung mit dem Licht am Tag, was ich euch gezeigt habe, habt ihr das perfekte tropische Landschildkrötenklima in eurem Terrarium. Kommen wir zu den einzelnen Arten. Fangen wir mit der Spornschildkröte an. Geochelone sulcata ist eine zentralafrikanische oder ja, zentral- bis westafrikanische Landschildkröte. Spornschildkröte sind ganz tolle, aktive Terrarientiere, die marschieren den ganzen Tag rum, graben allerdings auch ganz schön Gänge ins Terrarium, ne, sind den ganzen Tag am Arbeiten, am Fressen, am Machen. Also wirklich ein unheimlich abwechslungsreiches Terrarientier oder ein spannendes Terrarientier. Ne? Andererseits auch im Prinzip die zweitgrößte oder sagen wir die drittgrößte, ne? Wenn man Aldabra, Galapagos und an dritter Stelle kommt die Spornschildkröte, was die Größe betrifft. Ne? Also die Männchen können so bis knapp 80 cm groß werden, wiegen dann 60, 70 Kilo vielleicht. Also es sind wirklich sehr große Terrarientiere. Ihr müsst euch bewusst sein, ihr braucht sehr viel Platz. Also es ist nichts für jemand, der im Hochhaus im 3. Stock wohnt, in der 3-Zimmer-Wohnung. Der wird keine Spornschildkröten dauerhaft halten können. Ne? Oder es macht auch keinen Sinn, die sich als Jungtier zu kaufen. Die wachsen relativ schnell. Also macht sicherlich nur für diejenigen Sinn, die viel Platz haben. Aber dann sind es wirklich tolle Terrarientiere. Männchen ein bisschen größer wie Weibchen. Und wie wir sehen an der hier, sie fressen gern und alles und viel. Haltung wie gerade angesprochen, beziehungsweise genau, es sind Savannentiere. Das heißt, ihr müsst sie am Tag beleuchten, beheizen. Nachts könnt ihr alles ausmachen, da kann es kalt werden, da kann es runtergehen auf 15 Grad, gar kein Problem für die Sulcatas. Wichtig, dass ihr es am Tag richtig heiß habt. Unter der Lampe ruhig 40 Grad oder über 40 Grad, da fühlen die sich wohl, da sonnen die sich, da wärmen die sich auf und wie gesagt dann ein ganz tolles, aktives Terrarientier. Beim Jörg habt ihr ja oder konnte man ganz gut sehen, wie groß so eine adulte Sulcata wird. Schaut da mal in die Folge rein, da seht ihr die Tiere in adult, was das für stattliche Tiere werden. Guckt da mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir hier den nächste afrikanische Vertreter, die Pantherschildkröten, Geochelone pardalis. Die Schlauen streiten sich noch, gibt es Unterarten oder nicht. Also im Moment sagt man ja Geochelone pardalis babcocki, ne? Das wäre in meinem Fall, ist das eine Babcocki. Und die weiter südlich vorkommenden, also bis Südafrika vorkommenden Geochelone pardalis pardalis. Ob es wirklich 2 Unterarten sind oder nicht oder rein Verbreitungsvarianten, wie gesagt, da streitet sich die Wissenschaft drüber. Auch da haben wir beim Jörg Müller eine tolle Folge drüber gedreht. Könnt ihr die auch noch mal in groß sehen. Erzählen wir auch noch einiges mehr über die. Beim Jörg Müller waren es vor allem die pardalis pardalis, ne, die südlicheren.
Wie gesagt, in dem Fall Babcocky, die kommen Zentralafrika vor, klimamäßig, wie ich gerade schon bei der Sulcata gesagt habe. Für die zentralafrikanischen, wie in dem Fall, macht man auch keine Winterruhe. Ne? Die Südafrikaner, die schickt man im Winter. Die Zentralen, das sind auch die, wo man eigentlich häufiger und günstiger kriegen kann. Die machen keine Winterruhe, tut man auch das ganze Jahr über heiß halten. Ne? Tagsüber, wie gerade schon gesagt, gute 40 Grad. Nachts kann es kalt werden, könnte alles ausmachen, kann runtergehen bis auf 15 Grad, gar kein Problem. Von der Größe ein bisschen kleiner wie die Spornschildkröten, so mit knappe 50 cm ist Schluss, wobei das auch eher eine Maximalgröße ist. Ich würde bei Pantherschildkröte sagen, so 30, 40 cm ist so eine übliche Größe für Pantherschildkröten, die sie so nach 10, 20 Jahren erreichen. Eben Exemplare so bis 50 oder gar über 50 cm sind dann schon eher die Extremfälle oder die Ausnahmetiere. Auch tolles Terrarientier, farblich als Jungtier vielleicht sogar noch ein wenig ansprechender wie die Sulcatas, die wir gerade gesehen haben. Mit der dunklen Farbe und so weiter. Ja, tolles Terrarientier, lässt sich wirklich auch gut halten. Wer den Platz dafür hat, ist mit Pardalis oder hat mit Pardalis wirklich eine super schöne Schildkröte. Köhlerschildkröte kann ich euch keine in live zeigen im Moment. Ich habe keine. Können wir euch aber schöne Bilder einblenden von der Köhlerschildkröte. Von den 4, die ich euch heute vorstelle, ist zum einen die kleinste, so mit 30, 40 cm ist Schluss. Klimatisch ist sie vielleicht gleich wegen die anspruchsvollste. Sie braucht eine höhere Luftfeuchtigkeit, also Köhlerschildkröten. Im Gegensatz zu Sporn und Panther, die wir gerade haben. Sporn und Panther sind Savannentiere, ne, aus heißen, trockenen oder eher trockenen Savannen. Die Köhlerschildkröte lebt eher im feuchten Wald oder Waldgebiete. Südamerika, by the way, genau, wir wechseln jetzt von Afrika nach Südamerika. Die haben ein tropischeres, feuchteres Klima und entsprechend muss ich es in der Terroristik auch machen. Nicht ganz so heiß am Tag, vielleicht so 30, 35 Grad ist okay. Und nachts muss ich die auch beheizen. Ja. Also ich kann nicht nachts alles ausmachen, alles kalt machen. Ich muss die nachts ruhig auch bei 25 Grad ungefähr Wärme halten. Halte sie ein bisschen feuchter, vielleicht durchs Bodensubstrat, ne, dass ich eher eine feuchte Erde verwende. Die vorher gezeigten, die Afrikaner, die kann ich auch auf den typischen Holzspänen halten, wie wir es oft verwenden in der Terroristik. Ja, sonst ist es auch ein dankbares Terrarientier, sind im Prinzip auch fast Allesfresser. Natürlich ernähre ich die ganzen Schildkröten überwiegend mit Grünzeug, mit Blätter, von draußen Löwenzahn. Und die Köhlerschildkröten, das hatten wir in der Folge, wo wir im Reptilium Landau waren. Könnt ihr mal reinschauen, da haben wir Köhlerschildkröten gezeigt, die haben Babymäuse, da hat man eigentlich die Krokodile mit Babymäusen gefressen und die Köhlerschildkröten sind da auch ganz scharf drauf auf diese Babymäuse gewesen oder auf Mäuse sogar, die haben die da zerrupft, bisschen blutige Bilder, aber sehenswert, könnt ihr da reinschauen. Also von der Haltung oder von der Ernährung gleich ein bisschen anders wie die gerade eben gezeigten Afrikaner. Zu guter Letzt wieder zurück zu den Aldabras, die größten im Bunde von denen, was ich euch heute zeige, beziehungsweise insgesamt auch mit die größten Landschildkröten, die es auf dieser Welt gibt, ne, zusammen mit den Galapagos-Schildkröten. Aldabras können über 1 Meter groß werden, wiegen dann irgendwas um die 200 Kilogramm. Auch das sind Extremtiere oder extrem große Tiere, ne? Aber wenn ihr schaut, wir haben eine Folge auf den Seychellen gemacht, wo die gezüchtet werden. Da seht ihr große Tiere, so mit 80 cm oder so. Das sind dann schon wirklich auch schon sehr große Tiere, alte Tiere, ne?
mit den Maximalgrößen ist immer so eine Sache, ne? Wie groß wird ein Mensch? Es gibt Menschen mit 2,30 Meter oder sowas. Ich habe noch nie einen gesehen, aber man weiß es oder man hat es gehört. Und so ähnlich ist auch immer die Maximalgröße bei den Reptilien. Ne? Ein großes, adultes Aldabra-Männchen, so 60 bis 80 Zentimeter, ist so eine typische Größe für ein stattliches Männchen. Das heißt, ihr braucht wirklich extrem viel Platz. Die Tiere wachsen auch wirklich schnell. Hier haben wir die Nummer 3. Haben wir hier. Ich habe gerade mal spaßeshalber haben wir in unserer Statistik haben wir nachgeschaut. Die kam Mitte 2020. Jetzt haben wir Ende 2021. Also die kam ungefähr vor knapp 1,5 Jahren. Hatte da 8 cm und 130 Gramm, ne? 8 cm, 130 Gramm. Jetzt hat sie über 2 Kilo und ja, deutlich über 20 cm. Hätte ich gerade mal noch spaßeshalber messen können oder sollen. Ja, 25 cm, knapp 23, 24 schätze ich mal. Also die wachsen schon innerhalb von 1,5 Jahren auf diese Größe heran und genauso geht es weiter. Also wenn ihr euch diese Aldabras anschafft, müsst ihr natürlich auch wirklich entsprechend Platz zur Verfügung haben. Das ganze Jahr, die machen auch keine Winterruhe oder irgendwas. Ihr müsst das ganze Jahr warm halten, tagsüber so 35 Grad. Nachts könnt ihr auf ja, Anfang 20, so 22, 23 zurückgehen. Also bitte auch nicht ganz kalt, nicht wie die Savannentiere, die wir vorher hatten aus Afrika, sondern nachts schon müsst ihr zusätzlich beheizen, dass die, wie gesagt, 22, 23, 24 Grad nachts haben. Sind dann natürlich tolle Terrarientiere. Als Kleine, als Babys sind sie noch ein bisschen scheu. Und umso größer sie werden, ihr merkt es jetzt auch an der hier, die zieht auch nicht ihren Kopf ein, wie wir jetzt vorher gesehen haben bei Köhler oder bei Sporn und Pardalis, sondern die ist aktiv, die will hier runter, die pinkelt mich an, die will einfach weg hier. Die nervt es, dass ich die hier spazieren trage jetzt in dem Moment. Aber genauso kann die natürlich auch eine gewisse Sympathie oder ein Betteln nach Futter entwickeln, dass sie herkommt. Sie merkt, oh, es gibt Futter, dann kommen die her, wollen fressen. Also schon tolle, interessante, spannende Terrarientiere. Wenn ihr den Platz für sowas habt, sicher eine Überlegung wert. Als Fazit muss man ja sagen, die müssen ja spinnen. Wer kann sich so große Schildkröten halten? Bin ich mal gespannt auf eure Kommentare, so nach dem Motto, kein Problem. Jeder hat ein Spielzimmer oder ein Büro oder früher hieß es Bügelzimmer, genau, Bügelzimmer hat es früher geheißen. Also kein Problem, kann man so große Tiere halten. Postet mal eure Alternativen, welches Zimmer hat man zur Verfügung oder welchen Keller oder welchen Speicher kann man ausbauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert unseren Channel, Glocke an, dann kommen immer die neuen Folgen. Bleibt mir treu und checkt die Schildkröten.